Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Town of Lights. Ich bin Juli von Yusha und dieses Spiel wird immer schlimmer. Und wir sind gerade mal am Anfang. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie lange das geht. So, wie wir gerade herausgefunden haben, war die gute René scheinbar schwanger. Wie konnte die unten sein, wenn sie hier ist? Reden wir nicht drüber? Kann ich da jetzt rein? Nein, kann ich immer noch nicht. Im Park. Also es ist im Park. Im Park. Ja, toll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wir waren jetzt hier. Wir haben den Brief vorhin nochmal gelesen. Wir könnten theoretisch nochmal kurz zusammenfassen, was wir bisher erfahren haben. Machen wir mit J, okay. Ah, das sind diese Bilder, okay. Oh Gott. Scheinbar ist da noch irgendwie eine Frau gewesen, die er noch irgendwie Halt gab. Was sollen wir denn jetzt tun? Sag mal. The doctor who wrote things down was in Surgery C. Untersuchungsraum C. Das war... Ah, guck mal, hier sind jetzt die Türen auf. Was diese hässlichen Bilder auch sollen. Ich meine, die sind künstlerisch, sind die echt, aber... Ja, weiß ich nicht. Ist das nicht Tinte? Ich dachte, das ist Tinte. Keine Ahnung, was das ist. Das steht da nicht. Gut, gucken wir uns die Dokumente an. Da hinten sind die Dokumente. Die so leuchten. 12th March 1938. Renee T., 16 years old, Menarche at the age of 12, housewife, father unknown, mother a seamstress. Admitted for observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for psychiatric evaluation, which has been executed by me. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she has tuberculosis. Food deprivation. We shouldn't read this document. It's forbidden. We mustn't. If they find out, there'll be trouble. Oh. Sind wir jetzt René oder nicht? Vielleicht sind wir ihre zweite Persönlichkeit. Okay, es steht etwas über René drin, über dich. Wir müssen das auf jeden Fall lesen. Hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Oder richtig, wir werden es nicht lesen. Wir sagen erstmal, dass nichts passieren wird. We should look for Amara. We must hurry. We should follow the memories and make sure they don't fade. Lies weiter. She is scared, hears noises and spirits, presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, has a distressed expression, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand properly. She has not felt well for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. She always scares me. She chases me. Why are you here?" I had argued with my mother, and I was so disturbed by the shock that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children were whispering, calling my name. 16th March. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. 4th April. Transferred to the quiet ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake.
The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done. Like witches at the stake. War es das, was dir Angst gemacht hat? Das war alles nur Einbildung. Was hast du getan, um diese Strafe zu verdienen? Das würde mich am meisten interessieren, muss ich zugeben. Ich habe keine Ahnung, ob ich etwas falsch drücken kann. Ob wir dann irgendetwas nicht erfahren. Ich habe auch keine Ahnung, ob es mehrere Enden oder sowas gibt. Ich meine, scheinbar durchleben wir ja nur das, was schon passiert ist. Wie kann man das ändern? Quasi. Man kann die Vergangenheit ja nicht ändern. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne wissen, weil es ist nicht das erste Mal, dass sie davon redet, dass sie eine Strafe verdient oder dass sie bestraft werden soll. Also muss sie ja irgendetwas gemacht haben, um eine Strafe zu verdienen. Und das würde ich gern wissen. Also drücke ich C. 21st April. She is more awake this morning and responds to questions. She complains of headaches. She became emotional when she found out that her mother was there. She says that one day, years earlier, when she was with a friend of hers, she met a guy who made her get into a car and took her for a ride. There, she was made to smoke cigarettes and drink spirits, and that guy showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says that he promised to marry her and made her swear to keep it a secret. These details were roughly confirmed by her mother. After that, she became domineering, impatient, and hostile to her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public, going from laughter to tears without warning. She rants, masturbates. I can't remember these things, only the guilt, the stake. I know that I deserve to pay for that guilt. I knew it even then. Okay. Andere Zeiten, ne? Das heißt, er hat so ein bisschen die Kontrolle verloren über sich selbst. Okay, suchen wir den Rest der Krankenakte, um mehr zu verstehen. Alles wird sich aufklären. Das hast du verdient, weil du versucht hast, es vor dir selbst zu verbergen. Oh Gott, ja, man ist sich selbst der größte Feind. Ich würde sagen, suchen wir weiter. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped. She remained rigid. Voluntary attention almost absent. Probable hallucinations. 25th April. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara and we'll find the full medical record. Lies weiter. Okay, es gibt also nichts weiter zu lesen. Wir müssen... Das ist irgend so eine Auszeichnung von dem Arzt halt. Ein Gehirn. So sieht ein Gehirn aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist alles so ein bisschen... Ja. Hier kamen wir vorher auch nicht rein, wenn ich mich nicht täusche. June 1935. After much theorizing and practice in clinics for the privilege, the moment to act has finally arrived. Volterra is the right place. It's an avant-garde hospital, the perfect place for a doctor who wants to contribute the change. 20th November. Crossing the threshold of the asylum was similar to entering into another dimension. A world of smells, noises, and image which it is not easy to imagine, describe, or explain. August 1936. The situation is similar to that in many other institutions. The department is overcrowded. Hundreds of patients are supervised by a handful of nurses, who are forced to tie the more agitated ones to their beds or to radiators. They do 24-hour shifts. It's impossible to work like this. We doctors rarely see the female patients. It's the nurses who tell us what's happening to the women. Okay. Juni 1935. Vierteltheorie und Kliniken für privilegierte Menschen. Das hat jetzt ein Ende. Es ist endlich der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Volterra ist der geeignete Ort für eine moderne Heilanstalt, in dem Ärzte, die etwas verändern wollen, die richtige Umgebung finden. 20. November 1935. Der Schritt über die Schwelle in diese Nervenheilanstalt war
wie das Betreten einer anderen Welt. Eine Welt aus Gerüchten, Geräuschen und Bildern, die sich jenseits der Vorstellungskraft befinden, die sich kaum beschreiben oder erklären lassen. August 1963. Andersrum, 1936. Mein Fehler. Hier ist es wie in vielen anderen Anstalten auch. Die Abteilung ist übervoll. Hunderte von Geisteskranken werden von einer Handvoll Krankenschwestern überwacht. Sie sind gezwungen, die Patientinnen, die am unruhigsten sind, ans Bett oder an die Heizkörper zu fesseln. Sie arbeiten rund um die Uhr. Das ist doch unmöglich, so zu arbeiten. Wir, die Ärzte, sehen die Patienten kaum, also selten. Die Krankenschwestern erstatten uns beruhigt über das Befinden der Frauen. (1937) The piercing stench in the wards, the constant noise of shouts and voices in which very little human content remains. Dirty, naked bodies, devoid of any dignity. The lunatic asylum bores into you and wears you down. I often consider resigning. I feel useless and impotent, a sort of merciful jailer. A mercy which helps no one and only helps to soothe my conscience. 15th March 1938. Dramas are played out before my eyes every single day, and I try to keep my distance and I just do what I can. Some days ago, however, a girl arrived. I couldn't avoid her gaze. All she asked in her silent dignity was not to be ripped away from her world. And me? I'm old enough to be her father, the father she never had, who didn't want her, who rejected her without even knowing her. I too refused what she asked me. I couldn't do anything but add my signature and send her to hell. Dangerous for herself and others and a cause of public scandal. This was what was written on the accompanying note from police headquarters. Difficult not to agree. How much more violence must this poor girl be subjected to? Her gaze is so intense, so far removed from the carefree nature which should make her happy at her age. I cried in my bed, in my solitude, thinking about those sad and frightened eyes staring at me. 1937, der beißende Gestank in den Abteilungen, das Stimmengewirr und die ständigen Schreie. Ist egal. Das fast nichts mehr Menschliches an sich hat. Nackte und dreckige Körper, die keine Würde mehr haben. Das Irrenhaus höhlt einen aus, zählt innerlich auf. Ich denke oft daran wegzugehen. Ich fühle mich unnütz, machtlos, wie eine Art Gefängniswärter, der Mitgefühl hat, dass niemandem etwas nützt, nur mir, um mein Gewissen reinzuwaschen. 15. März 1938. Jeden Tag spielt sich vor mir Dramatisches ab. Ich versuche Abstand zu wahren. Ich tue das Wenige, was ich imstande bin, zu tun. Vor einigen Tagen ist jedoch ein Mädchen eingeliefert worden. Ihren Blick habe ich nicht vergessen können. Nur durch ihr Schweigen hat sie würdig die Bitte ausgedrückt, nicht aus ihrer Welt gerissen zu werden. Und ich könnte ihr Vater sein, der Vater, den sie nie gehabt hat, der sie nicht gewollt und der sie zurückgewiesen hat. In einem Wort, auch schön, ohne sie zu kennen. Ich habe sie auch zurückgewiesen, habe ihre Bitte abgelehnt, war nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu unterschreiben und sie in die Hölle zu schicken. Sie ist eine Gefahr für sich und die anderen. Sie ist ein öffentliches Ärgernis. Das stand auf dem von der Polizei ausgeführten Blatt. Dem zu widersprechen wäre schwierig gewesen. Wie viel Gewalt wird diesem Mädchen noch angetan werden? Ihr Blick ist so tiefgründig, so weit entfernt davon, unbeschwert zu sein. Was sie in ihrem Alter eigentlich sein sollte. Ich habe in meiner Einsamkeit im Bett geweint, als ich an diese traurigen Augen und den verängstigten Blick denken musste. Da steht kein Name dran. Das ist alles so furchtbar. Aufnahmedokument und Angaben zur Person. Okay.
hier waren wir schon drin. Das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.